Ist es Macrons Plan zum Dritten Weltkrieg? Geheime Gipfel, westliche Soldaten in die Ukraine? Ich frage mich, was verschweigt man uns? Wild nennt den Ministerpräsidenten der Slowakei pro-russisch. Er würde die Debatte anheizen und sich sowieso nur profilieren wollen. Doch wer ist jetzt der politische Scharfmacher? Ist es Macron mit seinem Vorschlag oder ist es Fico mit dem, was er sagte? Und was hat er eigentlich genau gesagt? Die Presse schweigt so ziemlich darüber und deswegen schauen wir jetzt ganz genau hin. In diesem Interview sehen wir den Ministerpräsidenten der Slowakei, Robert Fico, vor dem Gipfel in Paris. O čom sa má rokovať? A teraz budem veľmi opatrný, aby som neporušil povinnosti, ktoré mi vyplývajú z toho, že sme rokovali o vyhradenom materiáli. Bude sa rokovať o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Er wurde offensichtlich schon gebrieft und wusste, was auf ihn zukommt und man sieht ihn schon sichtlich besorgt. Er zeigt sich erstaunt über die Ausmaße der jetzt geforderten Unterstützung für die Ukraine. Aber er verweist auch auf die Geheimhaltungspflicht und sagt, dass er hier sehr wohl aufpassen muss, was er uns sagt. Ja by som dokonca si dovolil povedať, že zvolanie tejto porady, ale aj obsah téz, o ktorých máme rokovať, a ktoré boli predmetom utajeného rokovania Bezpečnostnej rady a vlády Slovenskej republiky, potvrdzujú, že na Ukrajine to ani zďaleka tak nejde, ako sa očakávalo. Hier spricht Herr Fico etwas sehr Interessantes und auch Wichtiges an, nämlich, dass das Verhalten der EU- und NATO-Staaten zeigt, wie ernst, wie brutal ernst die Lage in der Ukraine ist und dass diese Lage in keinster Weise dem entspricht, was die westlichen Politiker gerne hätten. Und auch die Berichterstattung spiegelt das, was tatsächlich dort passiert, nicht wider. Wir werden hier überschüttet mit Propaganda und wirklich Siegesmeldungen, obwohl die Lage dort wirklich katastrophal ist. Aber schauen wir weiterhin. A môj názor, oficiálne prezentovaný 1000-krát, zopakujem aj teraz. Pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Und auch das ist leider wahr. Die Strategie der EU- und NATO-Länder hat absolut versagt. Sie, die westlichen Politiker, haben darauf gesetzt, die Ukraine mit Waffen voll zu pumpen, um so Putins Russland in die Knie zu zwingen. Doch das hat leider nicht funktioniert. Und all dem Sterben zum Trotz, es wurden hunderttausende Menschenleben geopfert in der Ukraine, setzt die Politik weiter auf Waffenlieferungen. Sie sind resistent, sie lernen nicht aus ihren Fehlern. Die Ukraine blutet aus. Sie braucht keine weiteren Waffen, sie braucht Frieden und deswegen sollten wir auf Verhandlungen setzen. Aber schauen wir weiter. Obmedzím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so früh hätte ich das nicht erwartet. Aber Herr Macron bestätigt es ja selbst. Er ist dafür, dass westliche Länder ihre Soldaten in die Ukraine entsenden. Und es ist nicht nur Frankreich allein, denn Herr Fico spricht ganz klar von mehreren Ländern. Und es geht hier auch nicht, die Presse dementiert es natürlich dann und auch die Politiker dementieren es, dass die EU und dass die NATO keine Truppen entsenden will. Das ist richtig. Herr Fico sagt es ja auch nicht. Er spricht hier ganz klar von bilateralen Verträgen zwischen einzelnen westlichen Ländern und der Ukraine. Das bedeutet, dass diese Länder ihre Soldaten, ihre Söhne, ihre Töchter in den Krieg schicken als Land, nicht als Bündnis, nicht als die NATO oder nicht als die Europäische Union. Und das ist wirklich eine große Gefahr für uns alle und wir sollten uns nicht darauf einlassen. Und eines können wir hier erkennen, es ist eine ganz klare Salamitaktik. Scheibe für Scheibe wird uns das schmackhaft präsentiert, dass wir uns auf dieses Abenteuer einlassen. Eines ist gewiss, die Kinder der Politiker, so wie die Politiker selbst, werden in diesem Krieg nicht kämpfen, in diesem Krieg nicht sterben. Das hat auch schon Herr Habeck gesagt. Und es ist wirklich wahr, so war es schon immer gewesen.
My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napätia. Und auch das ist richtig. All diese Sicherheitsgarantien der westlichen Länder, auch die vom Bundeskanzler Scholz, werden uns alle noch wirklich ins Verderben führen. Das schauen wir uns gleich noch einmal etwas genauer an. Aber eines müssen wir dabei beachten. Das Ganze wird nicht dazu führen, dass Russland einknickt. Herr Putin kann es sich nicht leisten, hier einzuknicken. Das wird eine Eskalationsspirale lostreten, vor der ich wirklich Angst habe, vor der wir alle für uns fürchten sollten. Und wir dürfen hierbei auch eines nicht vergessen. Russland ist eine Atommacht. Und bevor Russland verliert, weil die Ukraine dann noch auf die Idee kommt, russisches Territorium anzugreifen, wird Putin sich auch für Atomwaffen entscheiden. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen doch nicht so dumm sein, hier mit einem lauten Hurra nach vorne zu rennen. Es ist unsere Pflicht als Bürger, das zu verhindern. Hovoríme veľmi oprávnene, pretože zo Španielska konflikt na Ukrajine vyzerá inak ako zo Slovenska. Aj my, keď sa pozeráme na nejaký vojnový konflikt v Afrike, alebo sa pozeráme na to, čo sa deje v Gaze, máme pocit, že to je trošku ďaleko od nás. Ale v tomto prípade, keďže ide o návrhy, ktoré sa týkajú priamej účasti vojakov členských štátov NATO a Európskej únie v tom konflikte na Ukrajine, sa oprávnene pýtame, a kde sú naše bezpečnostné záruky? Čo z tohto všetko môže vypadnúť? Aké rizika? A tá Eskalácia napätia podľa mňa je jednoducho obrovská. Das ist ein ausgezeichneter Punkt von Herrn Fico, denn er sagt, ein Konflikt wird entspannter gesehen, je weiter weg man sich befindet. Und er führt hier ins Feld die Konflikte zum Beispiel in Afrika oder in Gaza. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Denn zum Beispiel von Spanien aus wird der Ukraine-Krieg ganz anders gesehen, denn es ist so furchtbar weit weg. Die Slowakei kann sich das aber nicht erlauben, denn sie ist ein direkter Nachbar der Ukraine. Und wenn jetzt plötzlich westliche Länder anfangen, ihre Soldaten in die Ukraine zu entsenden, dann wird der Putin natürlich mit ganz anderen Blicken schauen auf zum Beispiel in der Slowakei stationierte NATO-Truppen. Dann werden die zu einem Risiko für die Slowakei. Und hier fragt Herr Fico ganz berechtigt, wie sieht es aus mit den Sicherheitsgarantien für die Slowakei? Die NATO, die EU, die westliche Welt schafft es nicht einmal, der Ukraine wirklich maßgeblich zu helfen. Wie soll sie es dann schaffen, auch noch die Slowakei zu unterstützen? Das ist völlig unmöglich und ich gebe Herrn Fico recht, dass er sich darüber Sorgen macht, denn er scheint sich wirklich zu interessieren für die Sicherheit seines Landes und das sollte das Wichtigste für einen Politiker sein. Čo môžem povedať je, že je dohoda medzi koaličnými partnermi a takto sme to vyhodnotili aj na Bezpečnostnej rade, že Slovensko na bilaterálnej báze nebude ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce vo forme, že by naši vojaci išli na Ukrajinu. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Hier sehen wir ein gänzlich anderes Bild, als wir es in Frankreich sehen, denn Herr Macron ist ja, wie er selber sagte, absolut bereit, ohne mit der Wimper dabei zu zucken, das Leben anderer Menschen zu opfern, um seine politischen Ziele zu erreichen. Hier sehen wir eine ganz klare Absage an die kriegslüsterne EU und NATO. Herr Fico will keinen einzigen Soldaten in die Ukraine schicken. Bist du bereit, für ein anderes Land in den Krieg zu ziehen oder deine eigenen Kinder in einen Krieg ziehen zu lassen, der nicht der unsere ist? Wir müssen bedenken, auch Diplomatie kann helfen. Auch Verhandlungen können sogar deutlich schneller und viel wahrscheinlicher zum Frieden führen. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká
v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktorí chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Hier spricht Herr Fico an, dass er die Sicherheitsrisiken, die diese Entscheidungen bergen, sieht und dass er das auf keinen Fall möchte. Er spricht auch an, dass wahrscheinlich bald die ersten Länder diese bilateralen Verträge zwischen ihnen und der Ukraine unterzeichnen werden, was ihnen dann ermöglicht, die eigenen Truppen in die Ukraine zu entsenden. Also das erschreckt mich wirklich und ich hoffe, dass das nicht passiert. Das hoffe ich wirklich. So etwas würde ablaufen wie immer. Die Bevölkerung würde vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Man würde uns sagen, dass es alternativlos ist, aber nicht so schlimm, denn es gehen ja nur Freiwillige hin. Wenn diese allerdings aufgebraucht werden und in diesem Krieg geschieht das ganz schnell, dann werden weitere Soldaten folgen. Und wenn diese knapp werden, wird die Mobilmachung ausgerufen. Dann ist auch dein und mein Stahlhelm bereits gepresst und wir werden als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt. In einem verrückt gewordenen Krieg, in einer Welt, die von maßlosen Politikern bestimmt wird. Wir alle können das unmöglich wollen. Wir alle sind dazu verpflichtet, das zu verhindern. Ein Nie wieder ist wichtiger denn je. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a Európskej únie vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. A čo keď títo vojaci budú v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Ako budú naše záujmy chránené, keď tu nemáme žiadny systém protizdušnej obrany? Všetky patrioty nám boli vzaté, máme tu málo výkonný taliansky systém na západe a máme 2 rýchlopálne kanóny darované Nemeckom na východnom Slovensku, ale to nie je protizdušná obrana, ako bola garantovaná S-300. Nebudeme posielať žiadne zbranie, žiadne náboje. Hier sagt Herr Fico, dass NATO-Truppen in seinem Land nicht unbedingt für Sicherheit und Stabilität sorgen. Denn neben diesen 2 Vorteilen bieten sie auch große Ziele, eine Angriffsfläche für Putins Armee. Wenn sich der Westen weiterhin so verhält, könnte es Herrn Putin dazu bewegen, diese Ziele in seinem Land anzugreifen. Und das ist etwas, was er absolut verhindern möchte. Er sagt, dass diese Truppen für die Slowakei eine Gefahr darstellen. Und interessant ist auch, was er sagt über seine Luftabwehr. Er sagt, dass die Luftabwehr seines Landes so gut wie nicht mehr vorhanden war und dass sie all ihre Patriot-Systeme abgeben mussten. Das ist wirklich sehr interessant, denn offensichtlich scheint die Umverteilung von Waffen und Munition Richtung Ukraine nicht immer ganz so freiwillig zu funktionieren. Und wenn wir ehrlich sind, steht die NATO selbst schon ziemlich blank da, denn all die Waffensysteme, all die Munition, die die NATO-Länder der Ukraine gegeben haben, fehlen jetzt den NATO-Staaten. Und damit ist der NATO das passiert, was sie bei Putin damit bewirken wollten, nämlich wir haben kaum noch Munition, sehr wenige Waffensysteme und es sind Länder wirklich im vordersten Gefahrenbereich, die nicht mal mehr über eine funktionierende Luftabwehr verfügen, weil das alles in die Ukraine geschickt wurde. Denn dort wird ja angeblich unsere Freiheit verteidigt. Nein, unsere Freiheit wird an unserer Grenze verteidigt. Und wenn wir die Verteidigung unserer Grenze derart ausdünnen, indem wir sie in die Ukraine schicken, dann opfern wir unsere eigene Sicherheit. Und hier möchte ich noch einmal über Bündnisse sprechen, denn die Bündnisse bringen nicht nur Sicherheit, sie bringen auch Verpflichtungen mit. Und erinnern wir uns an unsere Geschichte, an den Ersten Weltkrieg. Auch in diesen sind wir hineingeschlittert aufgrund von Bündnispflichten. Und wie katastrophal das für uns ausgegangen ist, daran erinnern wir uns doch noch heute. Und auch der Zweite Weltkrieg ist ein mahnendes Beispiel. Dieser dumme Glaube, dass eine Wunderwaffe es richten wird. Weder der Leopard noch die Taurus-Rakete werden etwas ändern. Der Ukraine fehlt es an Menschen, denn diese wurden, das klingt so ekelhaft, zu Kanonenfutter verarbeitet. Und deswegen will die Politik unsere Kinder. Sie wollen uns. Das ist die bittere Wahrheit. Dovolte mi, aby som ešte povedal aj to, že kam to má smerovať celé.
Prosím, toto nie je bublina, čo tu teraz hovorím. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že na území Ukrajiny budú vojaci členských štátov NATO. A nech tam robia čokoľvek. Ja viem, čo tam majú robiť, ale opakujem, to už je predmetom informácie, ktorá je vyhradená. Ja ju nebudem šíriť. Hoci si myslím, že pri tom obrovskom počte ľudí, ktorý dnes bude večer v Paríži, sa tieto informácie možno dostanú von, ale ja budem rešpektovať tento rozmer. My sme mimoriadne nervózni z tohto vývoja, pretože ničomu to nevedie, budú len ďalší mŕtvi. Nevidíme žiadnu perspektívu mierových rokovaní a preto sme zaujali jednoznačný postoj. Absolut richtig. Auch mir fällt es schwer zu glauben. Ich kann es kaum fassen, was ich aktuell hier bei uns in Europa erlebe. Wie nimmst du das wahr? Auf X sehe ich junge Bengel, die noch nie was geleistet haben, die noch nie gedient haben. Die schwadronieren davon, dass man Putin bekämpfen soll, dass es wichtig ist, gegen Putin in den Krieg zu ziehen. Die haben absolut keine Ahnung. Auch die Grüne Partei, die Friedenspartei schlechthin, die nie Waffen irgendwo in Krisengebiete liefern wollte, die sind mutiert zu richtigen Kriegstreibern. Etwas vollkommen Unfassbares. Und das Schlimme ist, sobald man von Verhandlungen spricht, sobald man anspricht, dass die Lösung des Krieges mit Diplomatie zu bewerkstelligen sein muss, dann ist man sofort ein russischer Troll, ein russischer Agent. Es ist so widerwärtig, wie Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, für Diplomatie einsetzen, wie diese behandelt werden. Nicht nur von Politik und Presse, sondern von unseren eigenen Mitmenschen. Die Politik hat es schon wieder geschafft. Teile und herrsche. Sie hat uns so gespalten, dass wir selbst aufeinander losgehen. Ich bin bedingungslos für den Frieden. Wir müssen wehrhaft sein, aber die Demokratie muss dafür kämpfen, Tag und Nacht, dass Frieden herrscht. Und der Fico hat es absolut richtig zusammengefasst. All das, was jetzt auf der politischen Bühne stattfindet, wird zu Tod und Vernichtung führen. Die Politik muss aufgehalten werden, bevor sie wieder einmal Europa in Schutt und Asche legt mit Millionen von Toten. Das ist etwas, das kann sich niemand wünschen. Ich verstehe diese Kriegstreiber absolut nicht. Ich könnte wirklich explodieren, es ist zum Schreien. Und ich muss auch sagen, es fällt mir persönlich immer schwerer, das zu verarbeiten. Wenn ich Spaziergang mache durch unsere kleine beschauliche Stadt und die schönen Häuser sehe, dann sehe ich die Bilder aus der Ukraine, kaputte, zerstörte, verbrannte Häuser, und ich sehe das in der Straße, in der ich mich gerade befinde, und es erfüllt mich mit Angst und Schrecken. Das darf hier nicht passieren. Es ist Zeit, das aufzuhalten. Offensichtlich gibt es mittlerweile zu wenige Menschen in Europa, die den Krieg noch erlebt haben, und das scheint wirklich eine Tragödie zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie siehst du es? Muss Europa Härte zeigen, oder ist es an der Zeit, mit Demokratie und Verhandlungen jetzt für Frieden zu sorgen? Na záver mi dovolte povedať, dámy a páni, že pokúsim sa dnes v Paríži opätovne otvoriť tému, prečo, ak máme tento plán vojnový, vojenský, zmeny rozsahu a kvality pomoci Ukrajine, prečo nemáme mierový plán? Prečo sa nezostaví nejaká skupina významných členských štátov, ktorí začnú hovoriť s tou Ruskou federáciou aj s tou Ukrajinou? Nič také neexistuje. Všetci chcú len pokračovanie zabíjania. Nie, ďakujem, toto nie je politika, ktorú by som ja... Also klarer kann man es nicht sagen. Die Politik auf beiden Seiten spricht aktuell nur von Krieg, Krieg, Krieg. Sie haben Kriegspläne, sie haben Pläne für Waffen- und Munitionslieferungen. Aber keiner denkt darüber nach, Friedenspläne zu entwickeln. Keiner denkt über Diplomatie und Verhandlungen nach. Und das kann es nicht sein. Ich möchte Herrn Fico dafür danken, dass er das so klar ausgesprochen hat. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du dich für Frieden und Verhandlungen einsetzt. Bedenken wir eins, die Zunge ist die einzige Waffe, die durch steten Gebrauch immer schärfer wird. Du solltest diesen Kanal jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dieses Video wird dir auch gefallen. Jetzt klicken, wir sehen uns drüben. Danke für deine Unterstützung.